Als ich 2019 angefangen habe, YouTube-Videos über Klemmbausteine zu drehen und die Geschichten dahinter zu erzählen, hätte ich nie gedacht, dass ich 2024 im September einmal genau das perfekte Set hier auf dem Bautisch stehen habe. Freunde, heute freue ich mich ganz besonders, euch die Fakten erzählen zu dürfen zu diesem Set. Willkommen in der Notenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute klemmen wir Geschichte. Ich baue heute mit euch das Kobi-Set 5758, die Avro Lancaster B3 Dambuster, die aktuelle Executive Edition aus September 2024, ein Großkampfflugzeug, ein schwerer Bomber im Maßstab 1:48. Kobi hat mich bis jetzt bei den Großkampfflugzeugen noch nicht enttäuscht. Ich möchte euch da gerne die Reviews zur Ju-88 oder zur D-17 oder zur B-24 ans Herz legen. Findet ihr alle hier oben auf dem i, aber die sind nichts im Vergleich zu diesem Set, denn wir haben ja hier einen Bomber mit den berühmten Roll- oder Bouncing Bombs, die Angriffe geflogen haben auf die Talsperren im Mai 1943 während des Zweiten Weltkriegs. Also wirklich habe ich hier die Hoffnung, euch was Tolles präsentieren zu dürfen, denn ich habe richtig Bock, euch die Fakten rauszusuchen und dieses Flugzeug sieht von außen schon so cool aus, dass ich hoffe, dass wir hier ein super tolles Klemmbaustein-Set haben, vielleicht sogar das beste Kobi-Set des Jahres. Wie gesagt, die Flugzeuge haben mich bis jetzt bei Kobi eigentlich immer selten enttäuscht. Aber Freunde, ich kann es jetzt kaum erwarten, mein Herz springt fast wie so eine Bombe über das Wasser einer Talsperre. Kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Ja, Freunde, da haben wir diesen schweren Bomber auf den Bautisch, die Avro Lancaster B3 Dambuster im Maßstab 1:48, die Executive Edition, natürlich dann aus der Historical Collection World War II, die 5758 mit 1747 Steinchen und 3 Minifiguren. Und wir sehen hier im Hintergrund ja sogar schon eine Talsperre, die von einer der Rollbomben getroffen wurde. Mir gefällt dieses Schwarz-Weiß, weil diese Angriffe wurden ja bei Nacht geflogen, sehen wir auch schon hier beim Tarnanstrich des schweren Bombers des britischen Bomberkommandos. Und auch diese 3 Minifiguren sehen ziemlich cool aus. Deswegen schauen wir uns mal die Rückseite an. Was uns auf den ersten Blick natürlich wieder in den Sinn kommt, ist das Thema Stand. Hier haben wir wieder einen Stand, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und wir sehen hier, dass wir eine verglaste Cockpitscheibe haben, beziehungsweise ein Formteil, das verglast ist. Und auch richtig cool ist, wie immer bei Kobi-Sets natürlich, dass wir hier ein Originalfoto haben, sogar beim Abwurf einer dieser Rollbomben. Das ganze Flugzeug wird sehr groß. Es wird 45,5 cm lang, 13 cm wird es hoch und das muss ich kurz einmal schauen wegen der Spannweite. 64,5 cm haben wir hier als Flügelspannweite angegeben. Und 3 tolle Minifiguren habe ich euch gesagt, nämlich hier 2 Crewpiloten und beziehungsweise 2 Crewmember und eine Dame, die wir kennen aus vielen Filmen, die berühmten Frauen, die bei der Royal Air Force in diesen Operation Rooms gesessen haben und die Piloten ins Ziel eingewiesen haben. Richtig cool, Fakten bekommt ihr gleich, ich habe es euch gesagt, dies wird ein Fest für mich, euch hier die Fakten präsentieren zu dürfen. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier den Bomber fliegen zu lassen, aber das gehört dazu bei meinen Videos. Wir wollen uns hier anschauen, was sich im Karton verbirgt. Ja, Freunde, da hat der schwere Bomber seine schwere Bombenlast in Form von Kobi-Tüten auf meinen Bautisch geworfen. Hier haben wir die Anleitung, die schauen wir uns aber gleich an. Wir sehen nur ein bisschen, dass sie ein bisschen schmutzig ist. Die kam wohl gleich druckfrisch in den Karton. Wir sehen aber, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bautüten und vor allen Dingen, da freue ich mich besonders drauf, ganz viele Drucke. Also bei 1747 Steinchen haben wir das hier auf 6 Bautüten aufgeteilt im Hause Kobi.
Die schieben wir aber mal an die Seite, denn wir müssen bestimmt über die Anleitung reden, denn da fallen auch die ersten Tüten runter. Diese ist hier etwas schmutzig, DIN A4 groß und natürlich klammergebunden im Hochglanzdruckformat und 10 Jahre plus. Halte ich auf den ersten Blick für sportlich, aber die Kobi-Ingenieure sind da bestimmt schlauer. Kobi-Anleitung liest man wie folgt, eigentlich ganz simpel. Ich erkläre es immer gerne wieder, weil ich ja viele Leute für Kobi begeistern möchte. Wir fangen mit der ersten Tüte an, also die Tüte, die die 1 drauf gedruckt hat. Das ist diese hier. Die reißen wir auf, wir legen uns die Steine hin nach Form, Muster, Farbe, wie immer ihr das wollt und wir klemmen drauf los. Wichtig ist, dass Pfeile uns immer den Weg weisen. Wir haben Anlegehilfen. In diesen Rechteckchen hier sehen wir immer, welche Steine wir wie oft brauchen und wir haben hier Legenden, die erklären, welche Slopes und Wedges wir benötigen. Die sind dann hier immer nummeriert und können wir hier auch nachlesen. Und ganz wichtig, der aktuelle Baustep ist immer der farblich gekennzeichnet ist. Und fertig sind wir dann in einer nicht Nacht- und Nebelaktion, aber vielleicht doch, je nachdem wann ihr es klemmt, mit dem Baustep 241, wenn wir unsere Lancaster auf den coolen Kobi-Stand verfrachten. Und dann sehen wir, wenn wir soweit sind, welche Steine wir verbaut haben auf den letzten Seiten. Ist immer ganz wichtig, falls uns ein Stein fehlt und wir haben auch eine Anleitung für die Minifiguren. Fehlt euch ein Stein, dann könnt ihr das hier unten bei Kobi monieren, beziehungsweise hat Kobi normalerweise immer einen Hinweis, hier diesmal nicht. Also schaut einfach hier auf der Kobi Webseite, da gibt es ein Part Missing Blocks. Und ja, das Schönste immer auch ist, dass man den Mund so schön wässrig gemacht bekommt bei Kobi über Sets, die man noch klemmen müsste. Hier haben wir die 5759, die in Anführungszeichen normale Version der Avro Lancaster B3. Die Fakten dazu bekommt ihr aber hier auch in diesem Video mitgeliefert bei den Infokarten. Und wir haben hier noch einige andere Flugzeuge im Maßstab 1:48. Und ja, Freunde, einige davon seht ihr immer hier oben bei mir in meiner Kobi Playlist, beziehungsweise möchte ich euch ja alles vorstellen. Deswegen findet ihr diese Flieger dann irgendwann auch hier. Ich lege sie euch gerne ans Herz. Aber vielmehr lege ich euch jetzt ans Herz, den Fakten zu lauschen, während ich dieses Flugzeug klemme. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich müssen wir heute über die Operation Züchtigung sprechen, wenn wir hier von Kobi eine Avro Lancaster in der Dambuster Version bauen. Operation Chastise, auch bekannt als die Dambuster-Operation, war eine militärische Mission der britischen Royal Air Force während des Zweiten Weltkriegs, die Mitte Mai im Jahr 1943 stattfand. Ziel dieser Operation war die Zerstörung von Talsperren in der Nähe des Ruhrgebiets in Deutschland, einer der wichtigsten industriellen Regionen des Landes. Die Aktion sollte die deutsche Kriegsindustrie empfindlich treffen, da die Wasserversorgung der Region sowohl für die Energieproduktion als auch für die Metallverarbeitung von großer Bedeutung war. Die Operation wurde von der neu aufgestellten 617. Bomberstaffel der Royal Air Force unter dem Kommando von Flügelkommandant Guy Gibson durchgeführt. Der Plan sah vor, 3 große Staudämme, die Möhnetalsperre, die Edertalsperre und die Sorpetalsperre mit speziell entwickelten Springbomben anzugreifen, die von niedrig fliegenden Lancaster-Bombern abgeworfen werden sollten. Diese Bomben, auch als Rollbomben bekannt, waren so konstruiert, dass sie auf der Wasseroberfläche abprallten, um Minenabwehrnetze zu umgehen und die Staudämme an ihren schwächsten Stellen zu treffen. Die Möhnetalsperre, die im Jahr 1913 fertiggestellt wurde, war das Hauptziel des Angriffs. Sie war rund 700 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch. Ihr Stausee konnte über 130 Millionen Kubikmeter Wasser fassen, was ihre Zerstörung katastrophale Folgen für die umliegenden Gebiete haben würde. Die Edertalsperre war ähnlich bedeutend und diente hauptsächlich der Energieerzeugung und Hochwasserschutz. Der Angriff begann am Abend des 16. Mai 1943.
18 Lancaster-Bomber starteten von der Royal Air Force Basis Scampton in England. Jeder Bomber trug eine der speziell entwickelten Rollbomben, die etwa 4 Tonnen wogen. Die Flugzeuge mussten sehr niedrige Höhen von etwa 18 Metern einhalten, um den Abwurf der Bomben erfolgreich durchführen zu können. Die Möhnetalsperre war das erste Ziel. Nach mehreren Versuchen gelang es schließlich einem der Bomber, die Bombe so zu platzieren, dass der Damm durchbrochen wurde. Etwa 260 Millionen Kubikmeter Wasser flossen aus dem zerstörten Damm und überschwemmten das Ruhrgebiet, was zu erheblichen Zerstörungen und menschlichen Verlusten führte. Rund 1200 Menschen, darunter auch viele Zwangsarbeiter, kamen durch die Flutwellen ums Leben. Anschließend griffen die Lancaster-Bomber die Edertalsperre an. Auch dieser Damm wurde zerstört, was ebenfalls zu großflächigen Überschwemmungen führte. Die Sorpetalsperre, das dritte Ziel, hielt dem Angriff jedoch stand, da die Bombe nicht korrekt platziert werden konnte. Die Maschine, die wir hier bauen, ist vom 617. Squadron und hatte den Rufnamen T bzw. Tommy. Kommandant war Flight Lieutenant McCarthy. Sie war in der zweiten Angriffswelle und griff die Sorpetalsperre ohne Wirkung an. Trotz der beeindruckenden technischen und fliegerischen Leistung hatte Operation Chastise nur begrenzte Auswirkungen auf die deutsche Kriegsproduktion. Die Zerstörung der Dämme führte zwar zu weitreichenden Überschwemmungen und erheblichen infrastrukturellen Schäden, doch die deutschen Behörden reagierten schnell mit Reparaturen. Bereits 6 Wochen nach dem Angriff war die Möhnetalsperre teilweise wiederhergestellt und die Wasserversorgung konnte schrittweise wieder aufgenommen werden. Die Edertalsperre wurde bis zum Ende des Jahres 1943 repariert. Operation Chastise führte jedoch zu einem moralischen Erfolg auf Seiten der Alliierten, da sie zeigte, dass auch gut verteidigte Ziele tief im Herzen Deutschlands verwundbar waren. Zudem wurde die Tapferkeit und das Können der Piloten international anerkannt. Insgesamt wurden 53 der 133 Soldaten getötet. 3 sprangen mit Fallschirmen ab und gerieten in Gefangenschaft. Guy Gibson erhielt für seinen Einsatz das Victoria-Kreuz, die höchste militärische Auszeichnung des britischen Empires. Operation Chastise war eine der spektakulärsten militärischen Missionen des Zweiten Weltkriegs, bei der technische Innovation, Mut und Präzision eine entscheidende Rolle spielten. Obwohl die unmittelbaren strategischen Auswirkungen auf die deutsche Kriegsführung begrenzt waren, bleibt die Operation ein bemerkenswertes Beispiel für die Herausforderungen und Erfolge der alliierten Luftkriegsführung. Der Angriff auf die Möhne- und Edertal-Stausperren hinterließ bleibende Spuren sowohl in der Geschichte als auch in der Erinnerung an die Risiken und Opfer des Krieges. Ja, Freunde, das waren die Fakten zur Operation Züchtigung, den Angriff der Royal Air Force auf die Talsperren in Deutschland. Natürlich gibt es später noch Detailbilder nach dem Review, was jetzt folgt, und dann gibt es natürlich nochmal ein paar Fakten aufs Haus. 5 Stunden habe ich gebraucht, um dieses Monstrum aus tollen Kubiksteinen für euch zu klemmen. Die aktuelle Executive Edition Historical Collection World War II, was Flugzeuge angeht. Die 5758, die Avro Lancaster B3, hier in der Dambuster Version im Maßstab 1:48, 1747 Steinchen und 3 Minifiguren, die ihr hier unten am Stand schon mal seht. Und ja, es ist so groß, dass ich hier in den Weitwinkelmodus gehen musste. Maßstab 1:48 und Kubi hat ja wirklich grandiose Sets im Maßstab 1:48 herausgebracht, was Großflugzeuge angeht. Aktuell zum Beispiel ja die 5755, den Waco CG4 Gleiter, den ich euch hier noch vorstellen werde. Dann passend auch aus der Normandie-Serie die 5743, die C47 Skytrain, die Dakota oder ja damals oder beziehungsweise es ist schon etwas älter, diese Set-Serie, aber sie gibt es immer noch, die 5749, die 5750, die B17-Versionen, zum Beispiel auch der Memphis Belle und eines meiner liebsten Sets und hier schon vorgestellt, deswegen schaut mal hier oben auf dem i auf meiner Kubi-Playlist, die 5738, die wirklich grandiose B24 Liberator Mark III
von der es ja auch eine normale Version gab, die 5739. Also im Maßstab 1:48 kann Kobi es, was Großflugzeuge angeht, und wenn man mal ehrlich ist, kann es Kobi sogar noch besser, wenn wir über den Maßstab 1:32 reden. Da ist natürlich so ein Flugzeug hier dann einfach nicht mehr gut auf den Bautisch zu bringen. Auf jeden Fall, ich hätte Probleme, euch das zu filmen. Aber wenn wir zum Beispiel an die Ju-88 denken oder an die grandiose Dornier Do 17, die ihr immer hier auf meinem Regal da hinten oben drauf findet, dann wisst ihr, was ich meine. Auch die Stuka, die Ju-87 im Maßstab 1:32 oder die Mosquito waren grandios. Also ich muss wirklich sagen, was Flugzeuge angeht, ist Kobi hier für mich top notch. Ich werde in der nahen Zukunft mal versuchen, mal andere Klemmbausteinhersteller verstärkt zu klemmen, die hier auch Flugzeuge bauen, weil ich einfach wissen will, was geht da noch so. Mir gefallen diese Dinger richtig gut, und hier die Avro Lancaster ist für mich gerade aktuell vielleicht dann top-notch das Beste. Ich feiere dieses Set total. Natürlich wegen der Geschichte, ich habe es euch erzählt und werde es euch gleich nochmal erzählen. Aber nein, auch weil ich hier wirklich 5 Stunden Bauspaß hatte, den ich gar nicht gemerkt habe. Also ich habe geklemmt und habe dann erst gemerkt, so, oh, das sind ja schon 5 Stunden. Das merke ich eigentlich immer erst, wenn ich für euch den Speedbuild zusammenschneide. Auch habe ich gedacht so, boah, ist ja hier viel schwarz, und auf dem Video sieht es vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht so gut aus, weil wir hier so viel schwarz verbauen. Aber das war nun mal der Tarnanstrich der Royal Air Force, weil diese ja nun mal bei Nacht geflogen ist, öfter was Bombenangriffe angeht, und natürlich auch hier, gerade bei diesem historischen Kontext, ist das alles in Ordnung. Also ich habe mich hier nicht an schwarz so satt gesehen, also ich wurde nicht schneeblind in der umgekehrten Version. Wirklich ein absolut toller Bild. Ich habe bloß wirklich Probleme. Ich weiß gar nicht genau, wohin damit. Ich zeige es euch nochmal, damit ihr es wirklich mal sehen könnt. Und ich brauche den Zollstock sowieso nachher nochmal für eine andere Demonstration. Hier, ihr seht wirklich fast 65 cm Flügelspannweite und eine Länge. Ich mache es jetzt nur ganz grob. Hier auch von, ja, schätzt mal mit ein bisschen ausgestreckten Maschinengewehren hier 48, 49 cm hier euch im Regal den Platz. Merkt euch den braucht ihr, und ich muss hier wirklich gucken. Wobei man sich auch dieses Gefährt hier richtig gut unter die Decke hängen könnte, da wir ja hier unten drunter, wir sehen sie gleich nochmal, eine Rollbombe haben, die sich hier eigentlich nicht so gut rollen lässt. Was natürlich wieder für die guten Kobi-Steine spricht. Und die gucken wir uns auch zuerst an. Wir haben nämlich eine Menge Steine über, hier sogar lange, ja, Plates, ich weiß gar nicht warum. Wir haben auch hier gebaute Platzhalter für das Fahrwerk, wenn wir es geschlossen haben möchten, und wir haben Mützen für unsere Figuren. Ich habe die natürlich hier in der Pilotenversion ohne die Mützen aufgebaut. Also wir bekommen einen ganzen Sack an Steinen über. Ich baue immer das Fahrwerk, weil ich so mehr zu klemmen habe, und irgendwie finde ich, sieht das realistischer aus. Und es gibt ziemlich viele coole, sexy Fahrwerkstypen, muss ich echt mal sagen. Hier die Avro Lancaster hat zum Beispiel auch eine. Ich schiebe sie mal ganz kurz zur Seite, damit wir mal kurz über die Bauanleitung reden, denn eigentlich gibt es da nichts zu meckern. Ich habe nur einmal einen kleinen Fehler gefunden, dachte ich, bis ich gemerkt habe, nein, hier baue ich ja ein Seitenleitwerk zweimal, links wie rechts, also hier bei der Tüte 5 habe ich gedacht, ich baue es doch zweimal, aber oben und unten ist ja jeweils eine Seite. Also ich kann hier wirklich nicht meckern. Das Einzige, was schade ist, ist hier der Baustep vielleicht 189. Den zeige ich euch mal, weil wir da die Figuren im Cockpit drapieren. Der Pilot hat einen richtigen Sitz, und der Navigator hier, der muss sich auf die Noppen setzen, finde ich ziemlich auer. Deswegen war ich so lieb und habe ihn einfach mal den Platz an der Sonne gegönnt, nämlich einfach unterhalb des Flugzeugs. Und ja, ich zeige es euch einmal ganz kurz hier im Drehmodus, weil wie gesagt, ich habe hier den Weitwinkel angemacht, weil es einfach sehr, sehr groß ist. Wir haben viele Drucke, hier das typische Abzeichen der Royal Air Force. Wir haben hier die Kennung AJT, habe ich euch gerade gesagt. Leider hat, oder Gott sei Dank, je nachdem wie man das sieht, hat dieses Flugzeug hier nicht getroffen. Wir haben ein paar aufgedruckte Fenster, während wir auch wieder hier gebaute Fenster haben. Das finde ich ganz cool. Wir haben hier die Nummer, und wir haben da hinten ein gebautes Hoheitsabzeichen. Das gefällt mir auch sehr gut. Hier von vorne mit dem aufgedruckten
Bereich für den Bombenschützen hier und hier den typischen, eigentlich den typischen Abwehrturm der Lancaster, weil die kommt ja immer mit so einem Glaskind daher und obendrauf die Nase, die Feuer spuckt, sage ich mal. Dann hier die andere Seite auch wieder bedruckt. Über die gelben Propellerspitzen reden wir gar nicht mehr, das ist ja schon fast Kobi Standard. Und dann sehen wir hier auch da die Drucke und das große Hoheitsabzeichen nochmal und dann hier das gebaute Seitenleitwerk. Beziehungsweise hier hinten dann nochmal diesen großen Glasklotz, der auch die Abwehrbewaffnung ist nach hinten. Der sieht ein bisschen komisch aus. Eigentlich habe ich gedacht, ich baue hier einen Kobi Eiswürfel, aber trotzdem eine interessante Bautechnik, bei der ich, wenn ihr mal genau hinguckt im Speedbild, mich auch verbaut hatte. Ich muss also zum Schluss hier unten noch einmal die ganze Konstruktion auseinandernehmen. Ich hebe jetzt mal hier unser Flugzeug ab und dann schauen wir uns den Stand ab. Wir parken sie mal hier hinten, ihr könnt sie noch gut sehen. Und dann sehen wir hier diesen schwarzen Stand. Und wenn ich meckern müsste, dann würde ich bei diesem Stand meckern. Ich weiß, dass eigentlich viele immer die normalen Versionen von Kobi haben wollen oder bauen aus Kostengründen oder wie auch immer. Die vermissen dann solche Stands, weil Kobi die ja oft hier in Executive Editions oder Limited Editions beipackt. Hier muss ich sagen, fühlen sich die Steine im Gegensatz zum Flugzeug ganz anders an. Viel leichter, viel nicht mehr so hochwertig, sagen wir es mal so. Viel weniger hochwertig, hätte ich auch sagen können. Gucken wir uns aber erstmal hier das Typenschild an. Wir sehen Avro Lancaster B.3 Dambuster und wir sehen die Operation Züchtigung vom 16. auf 17. Mai 1943 und dem Maßstab 1:48. Wir schauen uns die Figuren gleich nochmal in Gänze an. Ich wollte euch aber mal zeigen, der Stand, hier liegt ja unser Vogel drauf, ganz schön auch, da kann ich nicht meckern, Kobi hört da immer mal wieder auf mich, dass hier Noppen sind für die Figuren. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich wirklich geschimpft, bei 130 € hätte ich hier die Noppe natürlich erwartet, habe ich auch bekommen. Aber guckt mal, ich finde die Steine wirken sehr leicht zerkratzt, natürlich ist jetzt hier ein bisschen mein Fingertalg mit drauf, aber hier, da, überall Kratzer. Überall. Und was ich ganz schlimm finde ist, ich mache es mal kaputt hier, ich breche jetzt mal wenig Schokolade, dass wir, und das habe ich selten bei Kobi gesehen, aber vielleicht täusche ich mich da auch, hier dieser Stein, dieser lange, wirkt sehr, nicht so wertig, sehr leicht, sehr, sieht fast aus wie aus einem 3D-Drucker und hat hier oben auch einen ganz komischen Angusspunkt, den kann ich so bei Kobi nicht. Vielleicht habe ich ihn auch oft übersehen, aber irgendwie, ja, ich finde diese Steine hier im Stand, die wirken irgendwie nicht so wertig. Vielleicht die neue Produktionsstraße oder eine alte oder übergangsweise woanders gepresst, wollte ich gerade sagen, aber nein, ist ja Spritzgusstechnik. Ihr wisst, was ich meine. Ja, schauen wir uns die Figuren an und natürlich fangen wir mit der Dame zuerst an. Die typische Konstruktion von Kobi, die kennen wir ja schon mit diesem Gummirock. Hier leider ein bisschen blöd, weil ich den Angusspunkt hier auf dem Rock habe hier hinten und somit, ja, seht ihr das? So sieht es aus wie rausgebrochen aus der Gussform. Das gefällt mir gar nicht. Also das ist richtig, richtig schrecklich. Ich zoome mal ran, dann können wir hier ein bisschen besser gucken. Da haben wir die Dame. So, also schön bedruckt hier. Wir haben die weißen Handschuhe, wir haben Gürtelschnalle, wir haben eine schöne Uniform, wir haben hier oben das Zeichen des Royal Air Force Auxiliary Corps oder so ähnlich hießen die Damen ja, oder da waren sie ja beschäftigt. Wir haben hier einen Koffer, wir haben hier Strumpfhose angedeutet, schwarze Schüchchen und hier unten diesen, ja, wo der Gummirock hier aus der Form kam. Das gefällt mir nicht so gut. Lustig halt, hier oben Loch im Haarteil und da damit so einen Bolzen. Dafür haben wir dann diese schöne Frau mit ihren schönen blauen Augen. Eine typische britische Madame. So, wir noppen sie auf und dann haben wir hier unsere Piloten, beziehungsweise hier den Navigator. Ich habe jetzt mal hier den Schnauzbart dran gemacht. Ob es so richtig ist, weiß ich nicht. Auf den Bildern, doch, auf den Bildern ist genau richtig. So, da der typische britische Schnauzbart, die Live-West, die typische Pilotenjacke hier und wirklich alle möglichen Falten auf dieser Fliegerweste bedruckt. Vorne wie hinten richtig cool und dann hier auch diese typische Pilotenhaube. Dann der Pilot mit seinem Sauerstoffzuführungsgerät, hier den Schlauch und die Maske, braune Handschuhe. Alle haben diese schwarzen Schüchchen, die blaue Hose und hier auch alles bedruckt, sogar blau hier unten. Also die typische Royal Air Force Uniform kommt durch und ich zeige euch mal sein Gesicht. Da das Gesicht, er lächelt. Und wie gesagt, stellt euch vor, oder ihr seht es ja auf dem Karton, dass wir, achso, hier noch ganz wichtig, da die Abzeichen, da die Rückseite auch bedruckt
Und da auch nochmal die Abzeichen. Also richtig nice. Stellt euch vor, diese Piloten haben halt noch die nicht Brille, sondern die Pilotenmützen, die man hier drauf machen kann, so wie man es hier auf den Karton sehen kann. So, wir sind zwar schon bei 11 Minuten, aber ich möchte euch noch ein paar Sachen zum Flugzeug zeigen. Einmal natürlich die grandios gebaute Tarnung. Ihr seht es hier richtig schön. Wir haben an den Flügelspitzen natürlich wieder Formteile und auch hier beim Querruder. Aber sonst haben wir eine richtig geil gebaute Tarnung. Und auch wieder hier bekommen wir eine bestimmte Flügelform mit Hinges hin. Hier oben drauf auch ganz viele Rounded Slopes. Schaut euch mal an, wie dick hier das Seitenleitwerk ist, wie dick die Gondeln sind. Der Motoren richtig cool gebaut und hier seht ihr die Transclear Fenster, die gebauten. Und wenn wir uns mal von unten das Ding anschauen, ist es noch besser, ist es noch eindrucksvoller. Schaut euch hier an, wir haben fast alles mit diesen schmalen Fliesen von Kobi zugebaut. Wir haben hier die erste Gondel, dann haben wir da das Fahrwerk, was wir wie gesagt rausziehen können, Klappen zu und dann diese gebauten Platzhalter, die ich euch gezeigt habe und dann natürlich hier unsere Rollbombe, sogar hier mit den angedeuteten Riemenantrieb, denn diese Bombe ist ja in Drehung gehalten worden, damit sie so schön bounced wie ein Kieselstein auf einen Fischteich, so wollte ich das sagen. So, und dann nachher auch wieder das Fahrwerk, was ich richtig cool finde. Hier dreht sich auch alles super und alles schön schwarz und auch hier diese Abgasanlagen mit Abdeckung wahrscheinlich für den Nachtflug. Richtig cool. Dann haben wir natürlich hier ein Formteil. Das kriegt man, glaube ich, sehr schlecht hin, diese typische Lancaster-Front zu bauen. Und hier oben auch. Aber voll verglast. Das gefällt mir. Und ja, wie gesagt, sehr massiv. Und ihr habt vielleicht auch hier unten der Buckel sehr massiv. Also sieht echt krass aus. Aber schön gebaut. Wie gesagt, wenn man vielleicht ein Kubimocker ist und man braucht viele Slopes zum Schlachten, dann ist hier die Lancaster genau das Richtige. Auch hier schön, dass wir hier diese Klappen so zumachen können, bzw. andeuten und alles mit Zapfentechnik. Wir haben überall diese Steine hier, um hier diese Klappen so reinzusetzen, wie ja auch zum Beispiel bei der Do 17, da war das, meine ich, ähnlich oder auch bei der Horten zum Beispiel. Ja, und hier nochmal grandios, will ich euch zeigen, die Drucke. Also wirklich faszinierend, dass Kobi es so hinkriegt. Und zum ersten Mal so richtig ist mir aufgefallen, dass wir hier, das kam ja als zusammengebautes Teil, es sind ja solche Paneele, aber zum ersten Mal haben wir es auch in der Anleitung als zusammengebaute Teile so drinne, als Panel. Finde ich auch richtig klasse. Oft wurden die normalen Steine Baustep für Baustep dann in der Anleitung gezeigt, was immer ein bisschen blöd war, wenn man es doch schon freundlicherweise zusammengebaut bekommen hat. Ja, und nochmal hier die Drucke. Und ganz wichtig noch, innen drinne möchte ich euch natürlich zeigen, haben wir auch nochmal Drucke. Hier, da haben wir überall die Funkgeräte, die Navigationsgeräte und auch hier die Cockpit-Armaturen. Da haben wir den Sitz für den Piloten und einen C-Clamp für den Schlauch. Und ja, und den Navigator, den sollen wir hier einfach auf die Noppen setzen. Das finde ich ein bisschen schade. Sonst sehr cool gelöst. Ich mag das, dass Kobi immer hier, obwohl sie da strugglen mit dem Maßstab, dann doch irgendwie so Kleinigkeiten reinbauen. Und jetzt, ja, packen wir unsere Lancaster wieder auf den Stand. Ihr bekommt gleich sowieso noch einmal Detailbilder, weil ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Und dieses Flugzeug, ja, da gehört eigentlich nichts vergessen. Da gehört alles gezeigt. Ach ja, hier hinten, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Klar, hier hinten auch überall Drucke. Und da ist hier der Eisklotz, was ich euch gesagt habe. Sieht ein bisschen aus wie früher diese Wegwerfblitze, die man auf so Einwegkameras gepackt hat, beziehungsweise alte Kameras. Alles Transclear-Steine, dadurch irgendwann ist der Effekt weg, aber ich glaube, für das Flugzeug passt es ganz gut. Und hier hinten auch noch mal das ganz, ganz große, massive Rad. Das sind so viele kleine Details, wo meine Kamera hier schon gar nicht mehr nachkommt, dieses Flugzeug hier scharf zu stellen, weil es so viele tolle Dinge sind. So, jetzt drehe ich es noch einmal hier für euch und bin einfach nur fasziniert von diesem Flieger. Und wie gesagt, durch dieses viele Schwarz, beziehungsweise die Bombe, wie gesagt, die sich so schlecht drehen lässt, nicht so gut wie in echt. Was bei diesem Flugzeug ja nicht so wild ist, weil es hat ja eh nicht getroffen. Ist das Einzige, was so ein bisschen das Manko vielleicht ist, dass es zu fest ist und dass hier die Steine vom Stand irgendwie qualitativ sich anders anfühlen. Aber sie tun das, was sie sollen.
die halten das Flugzeug in Position. Ja, ich halte jetzt meine Stimme in Position, denn ihr bekommt jetzt versprochen die Detailbilder, weil ich bestimmt etwas bei diesem grandiosen Set vergessen habe. Es hat so viele tolle Bautechniken. Baurichtungsumkehr bis zum geht nicht mehr. Ihr seht es ja hier mit den Rounded Slopes überall, hier mit der Technik für die Hinges. Also ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen und aufhören soll. Der Preis ist vielleicht ein Thema, aber die normale Version ist sogar eine Mühe teurer, wenn wir in den Einzelteilepreis reingehen. Aber nur eine Mühe, weil sie ja 200 Steinchen ungefähr weniger hat. Und ich muss sagen, ich finde diese Version hier einfach viel, viel interessanter, weil wir einfach hier tolle Fakten zum Erzählen hatten. Ja, fast 18 Minuten, ja, Besprechung und ich bin noch gar nicht fertig, weil ich wollte euch noch sagen, wie hier die Lenkers das überhaupt in Anflug gemacht haben. Sie hatten hier Scheinwerfer und die Scheinwerfer kreuzten quasi ab einer gewissen Höhe den Punkt, wo die Rollbombe abzuwerfen war. Also das heißt, die waren schräg angebracht und wenn sie auf der Wasseroberfläche sich reflektiert haben und es genau die Mitte dann war, das war der Punkt, wo diese Rollbombe abzuwerfen war. Und auch der Bordschütze hat sich quasi, und deswegen habe ich auch den Zollstock geholt, ein kleines Gerät gehabt, das ungefähr so aussah und mit den Spitzen dann hier auch die Entfernung abschätzen konnte, wann die Türme der Talsperren genau in diesen Fokus kamen und dann wusste er auch, jetzt ist Zeit, hier den Angriff zu starten. Aber das war alles sehr laienhaft. Ich habe euch unter dem Video natürlich wie immer Quellen und Fakten und auch einige Videos dazu verlinkt. Da ich nicht der Urheber bin, habe ich euch das einfach verlinkt. Ich wollte nichts reinschneiden hier. Schaut gerne mal vorbei, dann habt ihr die ganze Geschichte, die ich euch gerade bei den Fakten vor diesem Review gesagt habe, nochmal in Wort, Bild und Ton. Teilweise im Englisch, aber ich glaube, der eine oder andere versteht hier das, was ich euch gerade sagen wollte, auch im Englischen. Ja, so, jetzt aber genug geschwafelt. Jetzt schaut euch bitte gerne die Detailbilder noch einmal genauer an. Wie immer an dieser Stelle und eben gerade schon versprochen, bekommt ihr nun Detailbilder des Cobisets 5758, damit ihr euch selber unabhängig von meinen Ausführungen und meiner Meinung ein Bild von der Avro Lancaster B3 machen könnt. Und wo wir beim Thema Avro Lancaster sind, ich habe ja gar nicht viel über das Flugzeug geredet, von der Avro Lancaster, die eine Erweiterung quasi oder ein Upgrade eigentlich der Avro Manchester ist. Die Manchester hatte 2 Motoren, die Lancaster hatte 4 Motoren, wurden um die 7377 Maschinen gebaut von 1942 bis 1946, wobei 1941 schon die ersten Prototypen angefangen wurden zu bauen. Und dieses Flugzeug ist bekannt gewesen für nicht nur Angriffe auf halt die Talsperren, sondern auch zum Beispiel für Angriffe auf die Tirpitz, auf die Bunkeranlagen von Brest und La Rochelle oder in Bremen, den berühmten Bunker Valentin, oder zum Schluss sogar auf das Adlerhorst in Berchtesgaden. Wie gesagt, über 7700 Maschinen wurden gebaut und eingesetzt wurden diese von Ägypten, Argentinien, Australien, Frankreich, Kanada, Neuseeland, Polen, Schweden, natürlich dem Vereinigten Königreich und sogar die Sowjetunion hat sich ein paar gekrallt, nämlich 2 von 6 Maschinen, die nach dem Angriff auf das deutsche Schlachtschiff Tirpitz in der Nähe von Archangelsk notgelandet sind, wurden von den sowjetischen Mechanikern wieder repariert und dann von den sowjetischen Fliegertruppen genutzt. Und ein anderer Fakt noch, das 617. Squadron gibt es heute noch. Das wurde am 31. März 1943 aufgestellt. Das habe ich euch ja vorhin bei den Fakten erzählt. Und der erste große Einsatz war halt die Operation Cestis bzw. Züchtigung. Aber auch bei der Versenkung der Tirpitz bzw. beim Einsatz der großen Bomben Tallboy und Grand Slam war dieses Squadron beteiligt und ich habe es gerade erwähnt, es gibt es immer noch. Es wird gerade umgerüstet auf den Einsatz der Lockheed Martin F-35B und ist based in Binbrook. Und der Spitzname ist bis heute The Dambusters und das Motto ist, und das passt ganz gut zu den Dambusters, nach mir die Sintflut.
Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich mich hier zusammenreißen muss, nicht wieder mit Superlativen zu kommen, weil dieses Flugzeug hier einfach nur Spaß macht in so vielen Dingen. Es hat mir einfach eine Menge Spaß gemacht, euch hier die historischen Fakten zu liefern, die man vielleicht nicht auf den Schirm hat, wenn man nicht gerade in der Nähe einer Talsperre wohnt. Es hat mir Spaß gemacht zu klemmen. Wir haben hier 5 Stunden Bauspaß pur und das trotz der vielen schwarzen Steine, und am Ende des Tages sieht es einfach auch noch cool aus. Ganz ehrlich, ich liebe dieses Tarnmuster der Royal Air Force hier mit diesen Schokoladenbraun und dann diesen, ja, Torfgrün nenne ich es mal, einfach nur klasse. Und unten diese schwarze Tarnung der typischen Nachtbomber, auch Hammer. Was ich natürlich ganz cool finde hier auch noch, ist dieser Gap und unsere Rollbombe. Die habt ihr natürlich nämlich nicht bei der normalen Version der 5759. Ebenso wie diesen Abwehrbewaffnungsturm, der fehlt auch. Guckt einfach im Video nochmal nach. Ich habe euch extra die Infokarte zur 5759, der normalen Version, der Bomber-Version, der Avro Lancaster mit beigepackt. Da konnte ich natürlich dann nicht das Gewicht messen, denn ich habe ja hier nur in Anführungszeichen die Executive Edition. Aber ich mag diesen Gap hier unten irgendwie, weil das lässt sich auch dann besser anfassen. Ihr könnt also diesen wirklich auch schweren Bomber auch als Waffe benutzen. Und schaut nochmal, wie groß der ist im Vergleich zu mir. Und eine Sache noch, weil ich es euch nicht gezeigt habe: Man kann ganz easy hier das Fahrwerk abnehmen, dann kann man die Klappen zumachen hier und baut dann einfach das Teil, was wir ja eh gebaut haben, noch als Lückenbüßer hier rein. Und dann haben wir auch einen schönen, cleanen, fliegenden Bomber mit eingefahrenen Fahrwerk. Also ein wirklich klasse Set für 130 €. Ob einen das wert ist, das müsst ihr natürlich selber einfach für euch entscheiden. Und wie gesagt, denkt dran, dass er hier Platz braucht, 65 cm in der Länge. Und alles andere, was daneben steht, sieht dann wirklich ganz klein aus. Apropos klein aus, das muss ich den Flieger halten, weil ich das Fahrwerk abgebaut habe. Ich habe natürlich die Minifiguren falsch gebaut vorhin. Ich habe euch extra gesagt, baut sie so wie auf dem Karton. Und was hat der Blockstar gemacht? Er hat es verkehrt gebaut. Jetzt habe ich es richtig gebaut. Ich habe der Dame ihre Mütze aufgesetzt und den Piloten hier das Schiffchen. Ich habe mich da wohl ablenken lassen von Pin-Up-Girls, die man so kennt aus den 1940er Jahren, wo oft dann so die Schiffchen auf den schönen, geflochtenen, blonden Haaren saßen. Ja, Freunde, das war jetzt mal wieder ein langes Review zu einem Riesenset, wo ich wirklich fast nichts Negatives finde, außer vielleicht die Steinequalität beim Stand. Aber jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir bitte eure Meinung zum Video, zu den Fakten, zum Set gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr da vorbeifliegt, dann schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr nochmal alle Infos zu dem Set. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich noch mal ein paar Videos, Original-Footage hier zu diesen Rollbomben auch noch mit reinpacke. Und ihr findet da auch Affiliate-Links, wobei ihr meinen Kanal unterstützen könnt, wenn ihr draufklickt, ohne dass ihr mehr zahlt und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch noch meine Kanalmitgliedschaft. Und ich habe, glaube ich, gerade 4 Videos vorproduziert für alle Kanalmitglieder. Vielleicht habt ihr ja Bock, mit einem kleinen Obolus meinen Kanal zu unterstützen. Müsst ihr aber nicht. Kommentieren und schauen und liken reicht auch total. Ich bin froh, Teil dieser Klemmbaustein-Familie mit euch zu sein. Ja, das war viel zu einem großen Set. Ich drehe noch einmal kurz hier die Propeller und dann wünsche ich euch einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.